Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist also wieder passiert. Wie bei jeder DJI Drohnen-Neuerscheinung gibt es auch bei der DJI Mini 3 Pro ein geheimes, rein zufällig entstandenes Unboxing-Video. Entdeckt wurde es von Jasper Allens, der sozusagen der Leak-Gott für die DJI Mini 3 und Mini 3 Pro ist. 80% der Bilder und Videos zur Mini 3 Pro, die im Netz verbreitet sind, kamen von seinem Twitter-Kanal. Hinzu kommt, dass DJI ja am Donnerstag die Ankündigung für A Twist on a Pilot gemacht hat, die am Dienstag, den 10. Mai veröffentlicht wird. Die Rede ist natürlich von der DJI Mini 3. Ab 17. Mai soll dann das Produkt in allen Varianten für jeden bestellbar und erhältlich sein. Und hier nun das Unboxing-Video der DJI Mini 3 Pro. Die Verpackung ist dem geleakten Foto sehr ähnlich und der neue RC-Controller kommt in Grau zur Geltung. Man sieht deutlich die großen Positionssensoren in allen Seiten sowie im unteren Bereich weiterhin die Abdeckung der Gimbal-Kamera mit einer 1,7er Blende. Es wird hier also, denke ich, fantastische Bilder im Lowlight geben. Einige Fotos der DJI Mini 3 Pro, die wurden schon beim Flug über Wuhan in China veröffentlicht und man sieht natürlich deutlich, dass hier eine sehr gute Bildqualität sichtbar wird. Gespannt sind alle auf den neuen RC-Controller, der richtig gut aussieht und sogar rückseitig mit zusätzlichen C1 und C2-Buttons versehen ist, bei dem man seine Flugeinstellungen tätigen kann, und in der Extra-Klappe, da verbergen sich 2 USB-C-Anschlüsse sowie ein SD-Kartenslot. Leider gibt es keinen HDMI-Anschluss, der ist nicht vorhanden. Im hinteren Bereich, da kennt man noch die 2 Gimbal-Räder, ähnlich wie beim RC Pro. Das eine wird dann, denke ich mal, den Gimbal steuern und das andere wahrscheinlich den Zoom, der übrigens vierfach ist. Vom Bildschirm her hat dieser genau die gleiche Größe wie beim RC Pro, nehme ich mal an. Bei der Helligkeit hoffe ich, dass der Controller bis zu 1000 Nits erreichen kann. So ist er auch bei Sonnenlicht problemlos beherrschbar. Auch das erste Datenblatt zur nahenden DJI Mini-Drohne ist da. Einige Details, die konnten zwar noch ausführlicher beschrieben werden, aber immerhin erfahren wir nun mehr zu den Flugeigenschaften, dem Akku und dem Videoübertragungssystem. Die neue DJI Mini-Drohne wird, das wissen wir bereits, maximal 16 Meter pro Sekunde im sportiven Modus fliegen und das bis zu einer Höhe von 4000 Metern. Mit dem Standardakku sind 34 Minuten Flugzeit möglich bis zu 18 Kilometer Entfernung bei 29 bis 38 km/h. Neben dem 802.11 AC Wi-Fi wird auch Bluetooth 5.2 unterstützt sowie GPS. Galileo und Beidou werden als Satellitennavigationssysteme genutzt. Jetzt zur 48-Megapixel-Kamera mit dem 1:1/3 Zoll Sensor, 24 mm Brennweite sowie f1.7 Blende, und da waren die meisten Daten ja mittlerweile bekannt. Wir wissen nun auch, dass der Blickwinkel 82,1 Grad beträgt, der sich natürlich dann noch verbreitern lässt. An Quickshot-Modi stehen Droni, Rocket, Circle, Spiral, Asteroid sowie Boomerang zur Verfügung. Das Datenblatt liefert zudem ein paar mehr Details zu OcuSync 3 Videoübertragung sowie den insgesamt 4 integrierten Antennen und dem 2453 mAh Akku mit 80,5 Gramm Gewicht und 64 Minuten Ladezeit. Leider wird die optionale Intelligent Flight Batterie Plus nicht erwähnt, möglicherweise wird sie nicht in Europa zu haben sein. Weiterhin soll die neue Drohne Dual Native ISO und HDR unterstützen. Auch Zeitlupenaufnahmen, Full HD mit 120 FPS und 180 Grad Panoramaaufnahmen werden selbstverständlich möglich sein. Neue Informationen gibt es auch außerdem zur maximalen Flugzeit. Die soll mit dem normalen Akku 34 Minuten betragen. Optional scheint man aber hier einen größeren Akku einsetzen zu können mit einer Flugzeit von 47 Minuten. Da muss man sicherlich natürlich auch das höhere Gewicht in Kauf nehmen, denn 249 Gramm werden dann nicht mehr ausreichen.
Zu den weiteren Spezifikationen sollen das Kollisionsvermeidungssystem APAS 4.0, ein vierfacher Digitalzoom, Active Track 4.0, Spotlight 2.0 und Point of Interest 3.0 gehören. Der Controller soll per O3-Protokoll verbunden werden, dementsprechend wird hier eine Reichweite von mehreren Kilometern möglich sein. Das Kamerabild soll dabei live in 1080p mit 30 FPS übertragen werden. Die Latenz wird voraussichtlich 120 Millisekunden betragen. Kommen wir zum Zubehör, denn zur DJI Mini 3 Pro wird es natürlich auch wieder ND-Filter und eine Weitwinkeloptik geben, wie aktuelle Händlerleaks verraten. Abseits der Fly More Combo wird es offenbar noch andere Zubehörartikel geben, die ein EU-Händler bereits in seinem Webshop gelistet hat. Der fleißige Leaker Jasper Allens hat wieder Spuren zur 249 Gramm Drohne aus China entdeckt, diesmal natürlich beim slowakischen Großhändler. Die Europreise sind demnach noch ohne Steuern angegeben. Neben dem bereits im Detail geleakten Fly & More Kit sowie beiden Drohnenkombos mit altem und neuen DJI-Controller tauchen hier nun auch weitere optionale Artikel auf, die man je nach Bedarf sich zusammenstellen kann. Hier insbesondere zu nennen das ND-Filterset mit 3 Filtern 16, 64 und 256 sowie eine Weitwinkeloptik, die das Sichtfeld der 24 mm noch äquivalent in eine weitere Optik verwandelt. Last but not least hier noch die aktuellen Infos zu den Preisen. So gibt es die DJI Mini 3 Pro inklusive Akku ab 739 €. Die DJI Mini 3 Pro Fly More Combo 928 €. Dann die DJI Mini 3 Pro mit normalen RCN1 Controller für 829 € und die DJI Mini 3 Pro mit dem neuen DJI Controller für 999 €. Ob alle Angaben stimmen, das werden wir gemeinsam am 10. Mai entdecken, denn dann wird die neue DJI Mini 3 in allen Variationen von DJI veröffentlicht. In diesem Sinne danke ich euch fürs Anschauen, sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.